Moin, mein Name ist Marc, das ist der Barbecue selbst Barbecue und heute geht es nach Griechenland. Wir machen einen gegrillten Feta-Salat, im Prinzip einen Bauernsalat mit gegrilltem Feta-Käse. Das ist total easy und genau das Richtige für dieses Wetter, denn wir haben irgendwas zwischen 30 und 40 Grad. Es ist also unwahrscheinlich warm und ich mache jetzt was richtig schön schnell geht, wenig Aufwand ist und wo ich nicht so in Schwitz kümmere, denn das reicht bestimmt mit der Sonne heute. Eine meiner Lieblingsvorspeisen beim Griechen ist tatsächlich gegrillter Feta-Käse. Ich nehme auch gerne Oliven oder Peperonis oder Tzatziki noch, aber heute machen wir einfach nur den gegrillten Feta-Käse. Dazu gibt es ein bisschen Weißbrot und natürlich einen Bauernsalat und ein bisschen Aromen. Dazu gibt es noch ein bisschen angeröstete Pinienkerne, aber ich will mir nicht viel Aufwand machen. Wer Bock hat, kann sich sogar noch gegrillte Wassermelone dazu machen. Nimmt sich 2 Scheiben Wassermelone einfach, grillt die von beiden Seiten, pinselt die vielleicht ein bisschen mit Olivenöl und Honig ein und hat dann noch mal so ein bisschen was Frischeres noch mal dabei. Ich habe mich aber heute dagegen entschieden, aber es hindert euch ja nicht, das trotzdem selbstständig zu machen. Ja, aber fangen wir an und bereiten den Salat vor, damit der Feta-Käse dann auch bald auf den Grill gehen kann und der Salat ist dann schon fertig. Also ganz kurzes, schnelles Video heute. So, obwohl die Zutaten recht überschaubar sind, kippen wir schon mal ein paar zusammen. Dann sind wir so schon mal los. Das sind einmal hier die Oliven. Ich habe so eine gemischte Olivenmischung genommen. Ihr könnt aber auch ganz normale griechische Kalamata nehmen, was ihr gerade kriegt. Dann habe ich hier ein bisschen Spitzpaprika, die habe ich in Ringe geschnitten, das Kerngehäuse entfernt und die kommen da auch schon mal rein. Dann habe ich hier eine rote Zwiebel, die habe ich hier fein in Ringe geschnitten, die kommt da auch rein. Dann bereiten wir unseren Käse mal vor für den Grill, der ist schon vorgeheizt. Da geben wir jetzt einfach ein bisschen Olivenöl drauf. Ein bisschen Honig geben wir auch noch mal drauf. Ein bisschen Salz noch mal dazu. Pfeffer. Getrocknetes Oregano kommt noch ein bisschen drauf. Und, weil es immer so gut riecht und schmeckt, ein bisschen Thymian aus dem Garten. Das ist die Vorbereitung für den Käse. Jetzt kann er schon drauf gehen auf den Grill. So, der Käse ist natürlich nicht umsonst in feuerfesten Schalen. Der kommt mit den feuerfesten Schalen einfach jetzt oben drauf. Da hat er Oberhitze. Ich mache zu und da bleibt er jetzt so 4 Minuten, 5 Minuten. Dann schauen wir mal, wie er aussieht. In der Zwischenzeit rösten wir kurz die Pinienkerne an, die es dazu gibt. Die geben noch mal so einen nussigen Aroma dazu. Achtet drauf, die werden ziemlich schnell fertig. Also immer ein bisschen bewegen. Und sobald die anfangen zu qualmen und ein bisschen Röstaromen haben, sind sie schon fertig. So, ich habe das Kerngehäuse von der Gurke rausgenommen, denn ich will den Salat nicht so wässrig haben. Das haben wir mit dem Löffel gemacht. Und jetzt schneide ich die Gurke einfach fein auf. Also ich habe sie halbiert, Kerngehäuse raus und schneide sie jetzt auf. Und auch die Gurke kommt natürlich jetzt zum Salat hinzu. Was ich euch bei der Gurke nicht gezeigt habe, zeige ich euch jetzt bei der Tomate. Halbieren. Das unnötige Kerngehäuse raus, wo einfach nur Wasser drin ist. Und wir nutzen nur den Geschmack der Tomate. Dann geben wir die Tomaten hinzu. Die könnt ihr, wenn ihr wollt, könnt ihr die Pinienkerne auch einmal grob durchhacken. Dann sind sie ein bisschen feiner. Und auch zum Salat hinzugeben. So. Dann brauchen wir noch ein Dressing. Und dann nehmen wir im Prinzip die restlichen Zutaten, die ich jetzt noch hier habe. Das ist einmal Rotweinessig, Olivenöl, Oregano und Honig. Das wird einmal vermengt. Und ab zum Salat. So, fertig ist die Grundbasis. Könnt ihr noch mal kalt stellen, könnt ihr das im Vorfeld macht. Ein bisschen ziehen lassen. So, und sobald der Schafskäse so schön Röstaromen an den Seiten hat, ist er auch schon fertig. Dann können wir ihn runternehmen. Nehme ich mir mal ein bisschen was von meinem Salat, gebe den hier auf meinen Teller. Da kommt jetzt noch mal der Schafskäse drüber. Ich gebe noch eine Peperoni dazu und würze das Ganze mit ein bisschen Minze. Und fertig ist mein griechischer Feta-Bauernsalat.
So, die Kamera ist eben gerade schon das erste Mal überhitzt, bevor ich probieren konnte. Das heißt, ich nehme jetzt einen Löffel, den habe ich gerade hier zum Probieren. Hier ist mein Salat und ich probiere jetzt einfach mal den Schafskäse, der geworden ist. Heiß ist er noch auf jeden Fall, weil hier kühlt nichts ab. Er ist schön weich geworden natürlich durch das Grillen. Das kommt immer noch an, was ihr für einen Schafskäse nehmt. Ich habe einen Hirtenkäse genommen. Und ich probiere mal, wie er schmeckt mit den eingelegten und gegrillten. Ein bisschen Salat mit Minze. Ja. Das Ding ist richtig schön lecker geworden. Ein bisschen süßlich durch den Honig. Aber halt auch aromatisch durch Oregano. Genau das Richtige für so einen richtig heißen Tag. Vielleicht noch ein bisschen abkühlen lassen, damit es noch breiter. Kann Salat noch mal kalt stellen. Da hat man noch so mal einen frischen Kick drunter. Macht den Salat erst, stellt ihn kalt, macht dann den Käse dazu. Ihr seht, es dauert eigentlich nicht lang. Ich habe alles parallel gemacht. Das geht hier ratzfatz. Trotzdem bin ich durchgeschwitzt. Meine Kamera hat Probleme mit der Hitze. Und deswegen höre ich jetzt auf. Und wir sehen uns nächste Woche, wenn es hoffentlich wieder ein bisschen frischer ist. Nicht ganz so heiß wie heute. So heiß muss der Sommer gar nicht sein. Mit dem nächsten Rezept. Und für euch heißt es so lange. Ich habe ein weiteres griechisches Rezept. Noch ein Rezept. Hier oben kostenloses Abo abschließen. Blog aktivieren. Verpasst ihr nichts mehr. Vor allem nicht mehr so was Leckeres. Habt ihr das doch schon mal verpasst? Alles bei mir im Blog nochmal zum Nachlesen. Alle Rezepte. Schaut mal rein. Ja, wir sehen uns nächste Woche, wenn es heißt Dad's Barbecue, That's Barbecue. Bis dann. Ciao.